Nicht so viel darauf Acht geben, was andere über dich denken können. TikTok, dann hast du Instagram, YouTube, du guckst dir so viele Sachen an. Jetzt nicht mit den dicken, großen Beträgen von 20.000, 30.000. Reality is wrong, dreams are for real. Welcome back to Bros to Man. Mein Name ist Patty Moose und ich bin hier mit Sofian, immer noch. Und heute reden wir über folgendes Thema. 3 Tipps an mein jüngeres Ich. Genau, also ich würde sagen, wir starten direkt. Was wäre dein erster Tipp, was du deinem jüngeren Ich geben würdest? Der erste Tipp an mich selbst wäre, alleine zu reisen. Und warum? Welchen Mehrwert hat das? Ja, dadurch, dass du alleine bist, triffst du deine eigenen Entscheidungen. Ja, du lernst auch mehr über dich selbst kennen und lernst gleichzeitig auch verschiedene Kulturen kennen. Hast dann auch eine neue Perspektive, wenn du wieder zurück bist. Ja, das sind so. Ja, kann ich nur zustimmen auf jeden Fall bei den Themen. Ja, bei dir, dein erstes? Bei mir wäre das erste, ich würde sagen, nicht so viel darauf Acht geben, was andere über dich denken können. Weil Okay. im Endeffekt das, was du machst, machst du für dich. Wenn du es machst, dann hast du es mit dem Interesse gestartet, das wurde zu deinem Hobby und dann verfolgt das auch. Und wenn es draußen an der Ecke tanzen ist oder sowas, ein TikTok machen, einfach gar nicht drüber nachdenken, was andere über dich denken können, sondern mach dein Ding, zieh durch und am Ende wirst du auch dann merken, dass du deinem Ziel einen Schritt näher gekommen bist. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist auch schwer, das auszuschalten, ne? Was andere über einen so denken. Genau. Aber wenn du diese ganzen Social Media Plattformen betrachtest und so und sowieso das ganze Swipen und stell dir vor, du gehst jetzt hier randomly bei mir um die Ecke an einer Person vorbei, die ist draußen mit einem Tischtennisschläger und mit einem Ball und ist einfach am Jonglieren. So, du guckst ihn an, 3 Sekunden, denkst dir, was macht der, warum macht er das? Und dann gehst du weiter und bekommst einen Anruf von mir, hey, was geht ab, wie geht's dir, dies, das? Du denkst gar nicht mehr an diesen Jungen. Ja, das ist komplett genau. egal. Das Du hast meine vielleicht ich. kurz deine Gedanken gemacht, aber danach ist er nicht mehr relevant für dein Leben oder was danach folgt. Ja, und das ja. geht für die meisten. Deswegen machen sich die meisten Menschen einfach zu viel über Gedanken, was andere über einen denken können. Weil Leute denken sowieso immer, aber das muss man Ja, ausschalten ja. lernen. Safe. Und das ist ein Prozess, genau. Und einfach am Anfang. Zudem werden wir überflutet an Informationen heutzutage. Ne? Wenn du TikTok, dann hast du Instagram, YouTube, du guckst dir so viele Sachen an, da hat man das schon vergessen. Exakt. Was wäre bei dir dein zweiter Punkt? Ja, mein zweiter Tipp wäre dann, das hört man schon öfters, aber ist wirklich ein Gamechanger, Bücher zu lesen. Das gibt dir einfach eine Perspektive von jemandem, der jahrelang gelebt hat und dann zu dieser Erkenntnis gekommen ist und dann noch ein Buch geschrieben hat und du darfst dir das dann einfach innerhalb von ein paar Wochen durchlesen und dann hast du halt diese Weisheit und das gibt dir nochmal eine komplette neue Perspektive. Deswegen ist das auf jeden Fall meine zweite Empfehlung. Ich meine, noch ein Punkt dazu, ein Satz ist mir auch im Kopf geblieben. Ein schlauer Mensch lernt aus seinen eigenen Fehlern, ein intelligenter Mensch lernt aus den Fehlern der anderen. Stark. So, nach Hast du dem denn Sinn, ne? auch ein Buch, was du jetzt in letzter Zeit gelesen hast, was du vielleicht den Leuten empfehlen würdest? Ein Buch, was ich gerade lese, Oder vor ist kurzem gelesen hast, wo du meintest, das war wirklich ein sehr starkes und bereicherndes Buch? von Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt. Das lese ich aktuell, weil das schon öfters im Internet auch empfohlen wurde. Okay, stark. Und du? Bei mir der zweite Punkt wäre investieren, auf jeden Fall. Also Okay. frühzeitiger anfangen zu investieren, Informationen reinholen und Gedanken machen, wie überhaupt das Ganze mit den Investments und sei es jetzt Aktien oder Krypto funktionieren. Aber auf jeden Fall einen Teil unseres Einkommens Ja. auf jeden Fall zur Seite legen und versuchen schlau, Step by Step, jetzt nicht mit den dicken, großen Beträgen von 20.000, 30.000, sondern anfangen mit 20 Euro, 50 Euro zu gucken, Das, was man hat. das, was man entbehren kann und dann seine eigenen Erfahrungen zu machen und zu gucken, was für sich geklappt hat und was nicht. Ob es jetzt langfristiges Investieren ist oder halt kurzes, was man natürlich nicht empfiehlt. Aber ja, genau, so einfach sich reintasten. Oh, sehr wichtiger Punkt. Wird oft auch sehr überhaupt gar nicht thematisiert, weder in der Schule noch sonst so, aber das Ist dann vielleicht das Thema für ein anderes Video. Auf Ja. jeden Fall, wo wir darauf näher eingehen können, weil wir vor allen beide... Dingen, man gibt auch echt in den jungen Jahren viel Geld sinnlos aus, ne? Naja, sei es Dann falsch. mal lieber ein bisschen, Sind wir ehrlich, wir waren alle mal einmal oder zweimal im Monat, vielleicht mal in ein paar Jahren zu viel feiern, wo man sagt, ey, das Geld hätte man auch vielleicht Ja. gut anders investieren können, sei es vielleicht für einen Urlaubsspartopf oder sonst irgendwo, wo man dachte, ey, einfach nur sinnlos, kopflos, Geld verschwendet, verpufft. Aber gut, wir machen alle unsere Fehler, ist auch nicht immer schlecht, aber genau, Ja. deswegen würde Okay. ich sagen, gehen wir auch direkt zu dir rüber. Mein dritter und letzter Punkt wäre es, keine Vorurteile zu haben gegenüber anderen Personen, die man noch gar nicht kennt. Ne? Das heißt, man hat noch nicht mal einen Satz miteinander ausgetauscht, aber ich habe den schon in eine Schublade gesteckt. Ja.
durch irgendwelche Vorurteile. Frühzeitig ablegen und Offen. ja, weil ich bin der Meinung, so kannst du von der Person auch was lernen. Das ist so mein letzter und dritter Punkt. Bei dir? Bei mir wäre es auf jeden Fall immer an deinen Träumen festhalten oder halt neue Träume haben und verfolgen. Weil ich habe das selbst gemerkt, ich hatte damals auch Träume gehabt als Jugendlicher, dann hatte ich ein paar Rückschläge, habe mich verletzt, hab vielleicht eine Erkrankung bekommen oder sonst irgendwas. Dann in der Art, das schlägt einen zurück, das bringt einem vielleicht auch ein Traumata, aber am Ende darf man deswegen nie aufhören, sich neue Träume zu setzen und wieder neu an sich zu glauben und neue Ziele sich zu setzen. Genau. Unabhängig ist, ob man jetzt, was andere Leute von einem denken, einfach für sich selbst immer wieder träumen einfach. Träumen, hör nicht auf zu träumen und versuch diese Träume zu verwirklichen. So, das. Reality is wrong, dreams are for real. That's it, wer hat das gesagt? Tupac? Tupac, ja. I knew it, yeah. Ja, das waren unsere 3 Empfehlungen. Ja, Schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr so eurem jüngeren Ich für einen Rat gegeben hättet. Genau. Vielleicht ist ja noch was dabei, was wir auch mitnehmen können. So. Exakt. Like das Video, lasst einen Kommentar da, wie gesagt, aktiviert die Glocke und wir sehen uns auf der anderen Social Media Plattform. Ihr kennt das ganze Spiel. Nächste Woche. Peace. Peace. Time goes